Und jetzt denkt ihr, was, wie, was, wo? Hä? Das ist ja Bosch und das ist Dewald. Also es ist wirklich wow. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToCV. Mein Name ist Sebastian und heute habe ich hier ein Werkzeug, das garantiert 99,999% von euch nicht kennen. Und zwar diesen Blechscherenaufsatz von Dewald. Und zwar ist das eine Sache, die wirklich, also es ist wirklich wow. Ja, das ist ein echtes Wow. Das ist nicht nur mega, das ist wow, weil du kannst das Ding einfach nehmen und hast hier eine richtige Blechschere. Vorbei ist die Zeit von sowas hier, wo du, oh Gott, hier vor dich hinschneidest. Nee, Freunde, wir machen das jetzt so. Und jetzt denkt ihr, was, wie, was, wo? Hä? Das ist ja Bosch und das ist Dewald. Ja, das ist ja der Scherz daran. Das passt überall drauf. Wir werden das gleich mal ausprobieren, ob das hier auch an Milwaukee passt, an Makita, ob es an Dewald passt. Mal gucken. Aber auch an Metabo. Ja? Echt eine witzige Sache. Und damit man auch den Unterschied sieht zwischen dieser Blechschere und den hier, werden wir heute ein kleines Wettrennen veranstalten. Okay, wer von euch macht sowas hier nicht? Nimmt einen Akkuschrauber in der Hand. Kennst du das? Nimmst einen Akkuschrauber in die Hand und man muss aber wissen, ob er geht, oder? Also, man hat diesen gewissen Drang und hiermit macht das irgendwie noch mehr Spaß. Weil hier bewegt sich noch vorne was. Wahnsinn, oder? Komm bitte ein bisschen dichter. Ich zeig dir das mal. Schau mal hier. Oder machen wir es mal so. Wir haben hier diesen Aufsatz hier. Das hier ist das, was neu ist an dem Akkuschrauber. Ja? Und hier vorne haben wir die Schneide, die entsprechend schneidet. Und ich mache mal gleich Folgendes. Ich zeige dir das einfach mal. Also, du hast jetzt hier ein ganz normales Stück Blech. Ja? Jetzt wollen wir hier die Ecke mal absägen. Abschneiden. Und schon ist es ab. Das wird der Wahnsinn, oder? Wir reden jetzt hier von einem kleinen Mini-Aufsatz, der dir wirklich eine Blechschere ersetzt. Und du kannst damit, eigentlich bin ich der Meinung, viel genauer und viel besser schneiden, als mit der Hand immer so vor sich hin. Ich zeige dir jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Schau mal. Du hast hier einfach, hier unten diese Klemmvorrichtung. Ja? Die kannst du einfach abschrauben. Ja, ich zeige das mal wirklich in Echtzeit. So. Und das war's. Das hier ist alles. Ja, das ist der ganze Aufsatz. Wir haben hier den Aufsatz, den du in den Akkuschrauber reintust oder Schlagschrauber. Dann hier das eigentliche Gerät. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Und hier unten die Klemmung. Und jetzt nehmen wir mal, was nehmen wir denn? Lass uns Makita mal anfangen. Wir nehmen einfach mal alle hier. So, nehmen wir unser Makita. Moment. So. Packen das Ganze da rein. So, spannen das hier einfach hier unten dran. Müssen wir ein bisschen weitermachen. So. Und fest ist das Ganze. Und sind einsatzbereit. Stellen das hier jetzt auf den zweiten Gang, ja, damit wir ein bisschen Geschwindigkeit haben. Und schon nehmen wir jetzt mal die andere Ecke hier. Ja, wunderbar. Und das ist auch irgendwie der Hammer, oder? Ihr habt einfach so einen Aufsatz und könnt Blech damit schneiden. Und zwar wirklich schnell. Interessant ist dabei Folgendes. Ihr könnt umso besser und umso schneller schneiden, je schneller oder je mehr Umdrehung ihr hier habt. Ja? Also je schneller sich ergo der Akkuschrauber dreht, umso öfter wird natürlich auch die Zange vorne auf und zu gehen. Ja, und dementsprechend auch schneller schneiden. Und übrigens, es würde auch schneller schneiden, wenn ich hier nicht eine Hand machen würde. Aber ihr werdet gleich mal sehen, wir werden gleich wirklich mal den Unterschied testen. Weil ich bin sehr gespannt. Ich habe das hier schon so einige Mal in der Hand gehabt und einiges damit gemacht. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das ist mit der Zeit echt lästig hiermit. Ja? So, jetzt haben wir das hier und haben jetzt den Standard Makita Akkuschrauber hier mal genommen. Funktioniert. Aber, und das finde ich wirklich mega, 12 Volt. 12 Volt, Freunde. 12 Volt. Und ich wette mit euch, das wird funktionieren. Auch hier wieder, wir machen das wirklich hier in Echtzeit. So, so, ab, ran und los. Auch hier wieder fest. Müssen wir hier ein bisschen, so, ein bisschen länger schrauben. Okay.
Aber wir kriegen das hin. Einfach nur fest. Und das machst du ja auch nicht jeden Tag hier. Ja? Ab und dran, sondern so. Hier auch wieder im zweiten Gang. Und hier haben wir, lass uns mal schauen. Steht leider nicht drauf, wie viel Umdrehung wir haben. Vielleicht steht es hier unten. Moment, bei Metabo steht das ja meistens hier. Wir haben hier Umdrehung maximal, wo steht es denn da? 1650 Umdrehungen. So, und jetzt probieren wir das aus. Ich muss besser festhalten. Ja, funktioniert genauso. Das ist nicht der Wahnsinn, du kaufst dir dieses Gerät hier und jetzt lass uns mal über den Preis sprechen. Was kostet das dann? 500 Euro. Nein, Spaß, bitte dranbleiben. Das Ganze hier kostet so um die 70 Euro. Wie immer findest du unten im ehrlichen Preisvergleich das Angebot für dieses Teil. Aber ist es nicht der Wahnsinn? Du kaufst hier für 70 Euro, ein Spaß. Also, du kaufst hier für 70 Euro diesen Aufsatz und kannst damit so ziemlich jeden Akkuschrauber benutzen, den du möchtest. Das ist doch echt der Wahnsinn, oder? Du hast natürlich ein Problem, wenn du den hier nimmst, steht das Ganze nicht. Du hast natürlich hier ein Problem. Das funktioniert nicht. Hier kannst du es unten nirgendwo festmachen. Aber Moment, warum musst du das da unten eigentlich festmachen? Aus folgendem Grund. Ich zeige dir das mal. Theoretisch könntest du das hier auch weglassen. Nee, das ist aber dafür da, dass das hier fest steht. Ja, dass man hier, dass sich das nicht dreht. Denn du kannst hier diese Schraube lösen. Moment, wir machen das mal. So. Und dann kannst du das hier frei bewegen. Du kannst also auch entsprechend so schneiden. Ja. Oder schräg kannst du so schneiden oder wie auch immer. Du kannst es also hier um 360 Grad drehen, wo immer du das hinhaben möchtest. Überhaupt kein Problem. Ja? Und kannst es dann hier entsprechend wieder festmachen. Ja? Und du kannst es in jeder beliebigen Position festmachen, das ist komplett dir überlassen. Und damit diese Drehbewegung hier irgendwo verhindert wird, nur dafür ist der Steg da. Der muss nicht groß was halten. Das ist auch nicht klapperig oder so, sondern das ist einfach nur dazu da, um diese Drehbewegung hier wegzubekommen. Ja? Und schon kannst du arbeiten. Jetzt schauen wir uns mal aber an, ob das hier funktionieren würde. Moment. Dann nehmen wir hier einfach bei Bosch den Akku, den 4 Ampere oder 6 Ampere mit Fuß. Probieren wir es einfach mal. Ich habe es ehrlich gesagt vorher noch nicht ausprobiert. Wir schauen mal. So. So. Das funktioniert. Das wäre ja gelacht, wenn das hier so funktioniert. Moment. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, oder Freunde? Also, auch hier. Funktioniert? Also, das war echt der Wahnsinn, oder? Also du kannst wirklich in jedem Akkuschrauber ranmachen. Wenn du den normalen Akku hast, hier den hier, ja, dann der hier drin steckt, dann kannst du es natürlich nicht befestigen. Okay, aber Moment, ich muss es mal ausprobieren. Das muss doch hier mal. Das war Wahnsinn. Ja, funktioniert. Übrigens könnt ihr auch einstellen, wie diese Klingen hier, die beiden zueinander stehen, ob die etwas weiter oder enger zueinander sind. Da kannst du einfach hier an der Schraube das Ganze einstellen. Wenn wir es hier zum Beispiel nach oben stellen, so, dann ist es jetzt hier sehr eng zueinander. Wenn wir es jetzt hier auseinanderstellen, so, dann siehst du hier, dass da ein gewisser Spalt dazwischen ist. Ja? Das ist ein bisschen Spiel dann. Ja, und das Ganze steht hier, ich würde sagen, schon fast so 1 Millimeter auseinander hier an der Stelle. Ihr habt gerade gesehen, das Ganze geht wunderbar. Übrigens, man kann mit der ganzen Sache hier Stahl, Stahlblech, Titanzink oder auch Edelstahl schneiden. Das Ganze in Dicken bis 1,5 Millimeter, was ich schon ganz erstaunlich finde. Und 1,5 Millimeter möchte ich mit der Hand nicht mehr schneiden. Das macht auch wirklich keinen Spaß mehr. Beziehungsweise ist schon anstrengend. Der eine oder andere von euch weiß, dass ich zum Beispiel viel in meinem Haus auch selbst ausgebaut habe und auch schon bei Freunden eine Menge Wände gestellt habe, und zwar aus Trockenbau. Da hast du ja immer diese wunderschönen Metallständer, die dort stehen. Die müssen abgelenkt werden und so weiter und so fort. Und da habe ich sehr häufig genau diese meine Schere hier eingesetzt. Und dann stehst du halt da. Ich habe leider jetzt gerade keine Schiene da, aber ich habe mir hier so ein Eckprofil, dann stehst du halt da. Machst das dann hier und schneidest dann dort das Ganze zurecht.
Hey, was eine Arbeit. Das geht natürlich und das geht auch eigentlich ganz gut von der Hand. Wenn du es aber öfter machst, dann nervt das schon so ein bisschen. Also das ist so Punkt Nummer 1. Bei den kleineren Schienen, bei den kleinen Schienen, die du im Trockenbau nutzt, ist das, denke ich mal, noch ganz gut machbar. Wenn du aber Länge machst oder eine gewisse Länge schneiden möchtest, ja, bist du hier aber schon am Machen. Ja? Und das probieren wir auch gleich mal aus. Aber ich zeige dir mal ganz kurz, wie das ist, mit der Blechschere das hier zu schneiden. Ich habe hier einen Schlagschrauber von Dewald. Ja, genau. Du kannst auch einfach einen Schlagschrauber nehmen. Und übrigens, vor einiger Zeit habe ich ja gefragt, Mensch, Schlagschrauber mit Sechskantaufnahme, macht das überhaupt Sinn? Ja, heute spätestens. Und übrigens habe ich genau dazu schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir mal hier oben. So, der Dewald hier hat über 3000 Umdrehungen in der Minute. Und deswegen ist er perfekt geeignet, um genau dieses Gerät hier aufzunehmen. Wie gesagt, mit den anderen Geräten geht es genauso. Das ist ja gerade gesehen. Aber das hier ist die Geschwindigkeit pur. Und deswegen verbinden wir das Ganze hier mal. Hier ist natürlich noch einfacher zu verbinden. Einfach einstecken. Auch hier oben wieder einspannen. Ich weiß, habt ihr schon ein paar Mal gesehen, aber dass ihr seht, wie schnell das Ganze geht, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich brauche jetzt nur ein bisschen länger, weil es vorher ja hier drauf gespannt war. So, fertig ist und los geht's. Ich habe gerade gesehen, wie viel Geschwindigkeit man machen kann und das hier bei so einer kleinen Strecke. Jetzt werden wir das Ganze mal in groß ausprobieren und zwar, ach übrigens, das ist die Verpackung. Ja, also in der kleinen Verpackung kommt das und dann kann es auch schon losgehen. Aber ich habe extra das hier geholt. Ja, das ist schon eine Strecke. Ich glaube, es ist so. Also wir haben hier einen ganzen Meter, den wir jetzt entsprechend schneiden werden. Beziehungsweise ich muss das schneiden und ihr dürft mir zugucken. Der Vorteil ist, finde ich, auch von dieser Blechschere, dass du gerade und genauer schneiden kannst, weil du dich nicht so dazwischen zwängen musst. Aber das werden wir gleich mal sehen. Erstmal werde ich das Ganze jetzt von Hand schneiden. Und ich mache das Ganze jetzt nur auf Geschwindigkeit. Das heißt, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt eine exakt gerade Kante schneide, weil ich möchte jetzt so schnell wie möglich hier mit dem durchkommen oder mit dem, damit du den Unterschied siehst. Peinado porque no me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¿Y tú? ¿Tú? Había subido la marea con triple paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve. Du hast gerade gesehen, wie das Ganze jetzt erstmal mit der normalen Blechschere war. Und ich habe mich nicht extra angestellt. Wir reden hier von 1 mm Blech auf 1 Meter. Und da brauchst du auch ein bisschen. Ja, ich habe nicht so viel Übung, deswegen muss ich 1, 2 Mal absetzen. Ja, ich habe mich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal geschnitten hier. Also nicht richtig dolle geschnitten, aber also das auf dem 1 Meter hier. Und so sah das Ergebnis jetzt hier aus von dem hier. Ihr habt es ja gesehen. Und dann habt ihr auch gesehen, wie einfach es ist mit dem Gerät. Freunde, also das sind Geräte, die kennt keiner, aber braucht eigentlich jeder. Und ja, auch wenn du nur unregelmäßig Blech schneidest oder wenn du es nur ab und zu mal brauchst. Ich bin der Meinung, auch hier ist haben besser als brauchen. Einfach kaufen, hinlegen und wenn du das nächste Mal Blech schneidest, ist das dein Ding. Wenn du regelmäßig Blech schneidest, ist sowas sowieso dein Ding, so eine Maschine, um dann auch schnell mal so etwas zu schneiden. Also Wahnsinn. Jetzt muss ich noch eine Sache sagen. Und bevor ich dazu komme übrigens, ja, ich finde es natürlich auch wirklich super, dass Dewald ein Gerät rausgebracht hat, das an allen Akkuschraubern funktioniert. Ob es jetzt Bosch oder hier Makita ist oder.
Hier habe ich es jetzt nicht ausprobiert, wird aber genauso funktionieren, weil wir es hier unten am Fuß festmachen können. Ja? Oder hier auch mit Turbo 12 Volt. Selbst mit 12 Volt funktioniert das. Ja, es wird etwas langsamer sein, aber merke ich jetzt immer noch das Schneiden in der Hand? Ja. Würde ich das hiermit merken? Nein. Brauche ich halt ein bisschen länger, ist das halt so. Eine Sache muss ich noch anmerken, und zwar die Schneiden hier vorne nutzen sich irgendwann ab. Und die sind angegeben für eine Schneidelänge von 500 Metern. Das heißt, nach 500 Metern sind die Schneiden nicht mehr scharf, und diese Schneiden selbst kannst du nicht nachkaufen. Also man kann das leider nicht nachkaufen, sondern dann ist das Gerät an sich Schrott und du musst ein neues kaufen. Aber schneid doch erstmal 500 Meter. Also gerade wie ich werde das wahrscheinlich mein halbes Leben lang hier haben. Und damit, wenn ich denn doch mal Blecharbeiten habe, dann kann ich das entsprechend benutzen. Und es gibt auch andere Lösungen, alles gut und schön, aber so eine einfache, so eine universelle Lösung, also Dewald, da habt ihr wirklich alles richtig gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt, und bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und wie viele von euch demnächst sowas an ihren Akkuschraubern mit dran haben. In dem Sinne, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.